Heute geht's in die finale Etappe der Burley Experience und dann wird's emotional, denn Suri hört wegen Schmerzen auf zu essen. Guten Morgen aus dem Anbau. Ich habe hier geschlafen, weil ich ja normalerweise immer früher ins Bett gehe als der Rest. Und so konnte ich halt schon um 11:30 schlafen gehen und keine Ahnung, wann die anderen schlafen gegangen sind. Aber gestern war es ja so, dass die um 1 schlafen gegangen sind, teilweise um 2 und ich halt schon um 11 voll platt war. Und so war es halt perfekt und der Rest hat halt in dem Häuschen geschlafen. Jetzt haben wir 9 Uhr, um 11 werden wir abgeholt und heute ist der letzte Tag. Eigentlich schon schade, dass es zu Ende geht, weil es ist super schön hier. Also ich hätte auch noch Lust, noch mehr zu erkunden. Aber wir bleiben ja noch ein bisschen in Spanien. Werden wir dann den Camino del Cid nach Norden fahren und da dann den Jakobsweg, aber den Nord-Jakobsweg, nicht den Standard-Jakobsweg fahren und das wird bestimmt auch mega cool. So schön ruhig. Ich wollte jetzt noch mal eine Sache zeigen, die ich mir jetzt neu für die Reise angeschafft habe. Ich bin ja immer auf der Suche, meine Reise zu optimieren und zwar habe ich mir jetzt eine neue Powerbank gekauft. Und das Coole an dieser ist, zum einen, dass man sieht, wie viel Prozent sie noch hat. Das ist eine 26.000er. Und das Coolste daran ist tatsächlich, dass sie 65 Watt hat. Das heißt, also mit einem 65 Watt Charger kann man sie innerhalb von 3 Stunden vollladen. Und das ist halt super, wenn man die halt irgendwo in einem Restaurant lädt oder ja halt nicht die Möglichkeit hat, irgendwie 12 Stunden lang sie zu laden. Das heißt, ich kann sie jetzt immer in einem Restaurant zwischenladen, genauso wie ich meinen Fahrradakku lade. Die sind halt ziemlich teuer, aber es lohnt sich halt schon auf jeden Fall für so eine Reise, wenn man nicht jede Nacht Strom zur Verfügung hat. Ich verlinke euch die Powerbank oder eine gleichwertige mal unten in der Videobeschreibung, genauso wie andere Sachen, die ich mir jetzt für die Reise angeschafft habe, damit ihr einfach auch gucken könnt, ob das sinnvoll für euch ist. Der letzte Tag ist angebrochen. Heute ging es durch die wunderschöne Serrania de Cuenca. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, falls ich das komplett falsch ausgesprochen habe. Das ist eine Gebirgskette, die für ihre sehr spektakulären Landschaften, tiefe Schluchten und hohe Felswände bekannt ist. Mich haben heute jedoch am meisten die endlos wirkenden Kiefernwälder beeindruckt. Die Region ist auch bekannt für ihre kulturelle Bedeutung, da sie zahlreiche archäologische Stätten beherbergt und sie ist auch ein wichtiger Lebensraum für seltene Tierarten, wie zum Beispiel den Gänsegeier. Und ich habe tatsächlich noch nie so viele Geier wie hier gesehen. Alle hatten heute riesen Spaß, aber seht selbst. ¡Viva la revolución! Kaum waren wir auf der Hauptstraße unterwegs, mussten wir auch schon wieder stoppen. Es scheint die Drohne in den Baum geflogen zu sein. Das hätten wir nicht auch schon genug Bleibpech umfahren. Gestern ist übrigens die Drohne auch von dem Auto getroffen worden. Aber der Drohne ist nichts passiert. Und dem Auto ist einfach weitergefahren. Also wir wissen nicht, was ihm passiert ist. Aber man sieht es auf jeden Fall auf dem Film. Wir versuchen jetzt, die 2 Selfie-Sticks zusammen zu machen. Ich habe ja einen von der Insta360 und Sergi hat auch einen. Mal gucken, ob das hilft. Es wurde wirklich alles ausprobiert. Von Stöcken zu Steinen und jeder durfte mal ran. Aber bisher hilft alles nichts. Das dauerte eine ganze Weile, bis die Drohne endlich vom Baum fiel. Und alles funktionierte anstandslos. Und so konnten wir weiterfahren. Wir machen jetzt die nächsten Filmaufnahmen. Die Drohne ist hinter uns und gleich wird das Auto uns überholen und ich glaube, dann nochmal von vorne filmen. Der Luca, der andere Hund, ist auch heute wieder im Auto. Das macht natürlich das Fahren ein bisschen einfacher oder schneller. Ziemlich krass hier in der Hitze. Wir haben jetzt keinen Schatten mehr wie jetzt die letzten Tage. Deshalb freue ich mich immer, wenn wir wieder eine Wasserstelle gefunden haben und Suri auch.
Oh, so good. Yeah, so cold. Yes. Oh Gott. See. Seht euch mal den Baum an, der ist so viel größer. Wir sind an unserem Pausenort angekommen. Es ist so heiß heute. Und hier machen wir, glaube ich, länger Pause. Und dann geht es noch einmal so einen richtig krassen Berg hoch. Und dann sind wir fertig. Dann war's das. Also heute war richtig chillig, weil so viel Asphalt war und Berg runter. Es ist halt nur echt heiß. Yes. Wir sind angekommen. Salut. Salut. Yeah, for Barley Experience. Das heißt sogar Radler, wie in Deutschland. Aus Deutschland importiert. Wenn das kein Brot ist. 5 €, so ein Riesenbrot. Unglaublich. Wir freuten uns alle so sehr auf richtiges Essen. Wir haben alle ein Bier getrunken oder Cola. Ich habe einen Radler getrunken. Wie ihr gesehen habt, dann haben wir alle noch ein bisschen einen kleinen Mittagssnack gehabt. Und jetzt soll es wohl 10 Kilometer 10% hochgehen. Aber vielleicht sind es auch nur, weiß ich nicht, auf jeden Fall 10 Kilometer bergauf. Aber ich denke nicht, dass es 10 Kilometer 10% sind. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall ist das der finale Berg, bevor unsere Tour zu Ende ist. Jetzt geht's los. 10%. Ich finde es ja schon hart, wie die anderen das machen. Die sind auch fix und fertig. Weil Vero, die ja mit Nale den ganzen Tag gefahren ist, mit ihrem Hund. Das ist schon, ich habe so einen Respekt vor denen. Das ist so unglaublich, was die geleistet haben in dieser Woche. Spitzengeschwindigkeit von 60 km/h. 61,9 sogar. Wow. Und da waren wir am Ziel unserer Reise, der Ursprung des Flusses Cuervo. Wir mussten noch kurz auf das Filmteam für die letzten Filmaufnahmen warten. Normally here is really cold. Even in summer it's fresh. So this 32, 31 is not normal. Sure. Climate change. Und dann ging's los. Einen finalen Shoot. Da steht ein Wald. Das Ziel war es, bis zum Ende mit den Fahrrädern zu kommen. Und so haben wir den Rollstuhlweg probiert, der sich doch als etwas schwieriger mit Anhänger herausstellte. I'm stuck with the trailer. Should I put Zuri out? Zuri, komm her. Komm. Whoa. Wait. Here. Okay. Yeah. Just in front of the camera. Everybody park the bicycle here and put it here. And here, make acting. Okay. Oh, congratulations, I'm the winner. Okay. Oh, I'm the fucking winner. We did it! Die Freude war echt, denn es war ein tolles Gefühl, nach dieser Reise dort anzukommen. Was ein schönes Ende. Was ein schöner Abschlussort. Und jetzt fahren wir zu einem Dorf runter. Da steigen wir dann in die Autos und holen unsere Autos. Also ich bin ja hier mit dem Campervan von meinem Papa. Und dann holen wir die und dann haben wir noch ein gemeinsames Abendessen. Und morgen machen wir noch die letzten Interviews. I'm stuck again. Aber Miguel war Gott sei Dank direkt zur Stelle. Ich hoffe, dass euch das Zuschauen der Reise genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Ich hoffe, dass der eine oder andere sich Spanisch-Lappland auch mal anguckt, weil es lohnt sich richtig. Und es scheint wohl gerade so ein bisschen Trend zu werden. Das heißt, die Einheimischen haben heute schon gesagt, dass sie gerne möchten, dass es nicht so bekannt wird, weil die gerne die Ruhe und die Weite und diese Einsamkeit behalten möchten, dieses Ursprüngliche. Deshalb hoffe ich mal, dass Spanien es schafft, dass trotz steigender Beliebtheit das jetzt genau diese Ursprünglichkeit behält, wie wir sie gesehen haben und einfach diese Einsamkeit und dass dadurch einfach auch dieses Abenteuergefühl einfach beim Reisen durchkommt. Ich werde euch jetzt noch so ein bisschen Ausklänge zeigen von der Reise und dann geht es für uns weiter Richtung Norden und dann den Jakobsweg weiter
Aber das ist jetzt zumindest jetzt schon mal der erste Abschluss. Genau, und wer die Burley-Dokumentation sehen möchte, das habe ich euch alles verlinkt. Und ja, schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr von der Reise gehalten habt, ob ihr die Reise auch mal gerne machen würdet, ob ihr noch andere Tipps für Spanien habt, ja, oder was euch sonst an Videos gefallen hat oder auch gerne Verbesserungsvorschläge. Let's be very Spanish. Arriba. Arriba. Para adentro y para adentro. Ay, hostia, está bueno. Guten Morgen. Wir hatten gestern einen sehr schönen, feuchten Abend mit super leckerem Essen. Und jetzt hat mir Peter gerade sein Werkzeug gegeben. Und tatsächlich passt eines der Werkzeuge. Und jetzt werden wir uns mal den Akku angucken und aufschrauben, hoffentlich. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, aber ich musste ja mitten auf der Tour mit Erschrecken feststellen, dass der Ersatzakku nicht ins Fahrrad passt. Und musste dann die ganze Tour nur mit einem Akku fahren. Wir haben nämlich von Kalkow die Erlaubnis bekommen, 180 Grad zu tauschen. Wir waren selbst sehr schockiert und die meinten, dass das eigentlich nur menschliches Versagen sein könnte, weil das jemand falsch zusammengeschraubt hat, weil es eigentlich andersrum gehört. Und dass das eigentlich sehr einfach ist, umzudrehen. Naja, im Endeffekt hat es wirklich einige Stunden gedauert, bis ich es geschafft habe, alles umzudrehen. Aber am Ende hatte ich einen funktionierenden Ersatzakku. Gott sei Dank. Ich hatte nämlich schon echt Stress, wie ich es durch die spanische Einsamkeit mit nur einem Akku schaffen sollte. In Vega del Cordono, wo wir geschlafen haben, gibt es noch eine sehr bekannte Höhle. Und so hat Zuri ihre erste Höhlenwanderung bekommen, bevor wir unsere Abschlussinterviews hatten. Zuri findet Wasser überall. Fühlst du dich erfrischt? Ja? Wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Teruel. Das sind 100 Kilometer. Ich hatte jetzt gerade meine letzten Interviews. Wir haben jetzt 8 Uhr abends. Es dauert ungefähr 2 Stunden, diese 100 Kilometer zu fahren, weil das hier nur so richtig krasse, bergige Straßen sind. Also die haben es richtig in sich. Aber es ist mega schön. Es ist super gute Aussichten. Aber ich bin wirklich platt, wie bergig das hier in Spanien ist. Hätte ich nicht erwartet. Wir sind jetzt hier in Teruel auf dem Campingparkplatz. Die Nacht war sehr gut. Ich wollte jetzt eigentlich nach Albarracin fahren, damit wir mit der Radtour loslegen in den Norden. Aber es ist super schwierig mit Zuri. Seit 2 Tagen hatte sie immer wieder beim Essen aufgejault und das Essen dann auch stehen lassen natürlich. Ich habe gestern in den Mund geguckt. Der Tumor ist irgendwie zurückgekommen. Der ist jetzt seit 3, 4 Jahren ja nicht mehr gewachsen und der ist jetzt super groß im Mund geworden. Also die ganze obere Mundhöhle ist voll und sie hat einfach Schmerzen. Beim Essen, ja, und deshalb werden wir jetzt mal zum Tierarzt gehen und das abchecken lassen. Also was wir zumindest jetzt hier in Spanien tun können, weil jetzt muss ich irgendwie die Zeit überbrücken, bis wir wieder nach Deutschland können. Also ich hoffe mal, dass sie zumindest Schmerzmittel oder ihr irgendwas geben können, dass sie halt nicht die nächsten Wochen nicht so leiden muss. Ja, also wir waren jetzt gerade beim Tierarzt. Die haben sich jetzt den Mund von Zuri angeguckt und ich hatte auch noch die alten Scans von als sie 6 Monate alt war. Und früher war der Tumor ja nur auf der rechten Seite, also in den Mund reingewachsen. Und jetzt ist er ja im Mund auch in der Mitte und links. Und sie hat auch dran gefasst und hat Zuri vor Schmerzen aufgeschrien. Sie hat gemeint, dass wir unbedingt ein MRT machen müssen, dass wenn wir einen Monat zurück sind, dass es zu spät sein kann, dass sie dann vielleicht nicht mehr operieren können, dass sie auch rausfinden müssen, wie der Tumor sich verteilt hat, was sie da operieren können. Das heißt, wir haben jetzt morgen früh für 11 einen Termin in Valencia in der Tierklinik und dann werden die gucken, was sie da machen, ob Zuri operiert wird oder nicht oder ja, wie es halt weitergeht. Peter hat uns jetzt abgeholt am Parkplatz von Teruel, hat uns jetzt einen Parkplatz gezeigt, der so eine Stunde von Valencia entfernt ist, weil wir müssen ja morgen in die Tierklinik fahren. Und er hat hier irgendwo noch ein Grundstück, das er sich jetzt angucken will, ob alles in okay ist. Und dann kommt er auch zurück zum Parkplatz mit Misha und dann verbringen wir die Nacht noch zusammen oder den Abend zusammen. Und genau, dann werde ich morgen früh weiterfahren in die Tierklinik und dann hoffe ich mal das Beste, dass sie eine gute Lösung für Zuri finden können, vielleicht sie sogar operieren können. Und jetzt genießen wir den Abend noch ein bisschen, weil hier ist es super schön.
schön. Es ist auf jeden Fall viel, viel schöner als in Teruel. Wir haben den ganzen Tag jetzt nur auf dem Parkplatz verbracht. Und jetzt ist es schön, sich noch ein bisschen die Beine vertreten zu können und dass Zuri auch noch ein bisschen Bewegung bekommt. Und jetzt ist es auch gar nicht mehr so warm. Wir sind jetzt am Tierkrankenhaus angekommen in Valencia und jetzt bin ich gespannt, was sie für eine Behandlung bei Zuri vorschlagen. Das sieht hier irgendwie nach einem riesen Industriegebiet aus. Hoffen wir mal, dass die gut sind. Das ist in der Tierklinik. Ich habe denen jetzt den kompletten Fall geschildert und die diskutieren das jetzt wohl im Team und dann entscheiden sie, was sie mit Zuri machen werden. Zuri hat immer Angst vor Tierärzten, weil sie schon so oft operiert wurde. Ne, Zuri? Schon 3 oder 4 Mal ist das von dir rausoperiert worden. Aber es war ja jetzt halt echt 4 Jahre Ruhe. Von daher wundert es mich jetzt halt, dass es so groß im Mund geworden ist. Jetzt hat auch wirklich wehtun. Es hat nie wehgetan, weil ihr das nie gemerkt. Sie haben eigentlich gesagt, eine OP macht keinen Sinn mehr, weil Zuri sehr schwierig den Mund nur öffnen kann und dass sie davon ausgehen, dass der Krebs bereits in den Knochen sitzt. Dann macht es sowieso keinen Sinn, das, was in den Mund ragt, zu operieren, weil das nicht das Hauptproblem ist. Und jetzt haben sie mir 4 verschiedene Arten von Schmerzmitteln gegeben, beziehungsweise ein Rezept, das ich mir jetzt abholen soll. Das heißt, ich soll jetzt täglich, also morgens und abends, halt 4 verschiedene Mittel nehmen. Sie haben gemeint, ich könnte noch mal ein MRT machen, um wirklich rauszufinden, ob das in den Knochen sitzt oder nicht. Aber eigentlich gehen sie davon aus, dass das keinen Sinn mehr macht, weil das, was sie im Mund hat, sie nicht daran hindern sollte, den Mund zu öffnen. Deshalb würden sie einfach jetzt nur noch mit Schmerzmittel behandeln. Also ich bin sehr schockiert. Ich habe auch schon ziemlich geweint. Jetzt bin ich gerade ein bisschen gefasst und versuche das natürlich auch für die Kamera zu sein. Ich habe jetzt für sie einfach mal einen CT-Termin ausgemacht oder einen MRT-Termin für nächste Woche Dienstag, also in einer Woche, in 7 Tagen. Einfach um 100% sicher zu sein. Und, jetzt werde ich die Schmerzmittel besorgen. Ich weiß noch nicht so genau wo. Ich muss ein paar in der menschlichen Apotheke holen und ein paar in irgendeiner Tierklinik. Aber ich habe keine Ahnung, was das ist, weil die selbst hatten keine. Sie meinten, man könnte an den Schmerzmitteln vielleicht auch schon sehen, ob das Mundöffnen ein schmerzbedingtes oder ein mechanisches Problem ist. Von daher vielleicht kann man das jetzt schon in dieser Woche feststellen und ja, keine Ahnung. Ich hoffe, dass Zuri mich wieder überrascht und dass das jetzt nicht der letzte Sommer für uns beide ist. Mein Baby. Achso, was ich vielleicht noch vergessen habe zu sagen, ist, dass sie gemeint haben, dass irgendwann wird es wahrscheinlich so sein, dass das in den Mund so sehr reinwächst, dass sie dann einfach nicht mehr genug Nahrung zu sich nehmen kann oder dass sie den Mund nicht mehr öffnen kann. Also im Endeffekt wird sie wahrscheinlich, so wie sie meinten, irgendwann verhungern, weil sie einfach nicht mehr ausreichend Nahrung zu sich nehmen kann, weil das Kiefer dann nicht mehr richtig aufgeht oder weil sie nicht mehr richtig schlucken kann oder so. Also wir müssen es einfach beobachten, aber es klingt halt alles irgendwie nicht so gut. Ich wollte die Hoffnung damals noch nicht aufgeben, weil mit der Diagnose ist wirklich eine Welt für mich zusammengebrochen. Ich wollte und konnte mir kein Leben ohne Zuri vorstellen. Wir sind ja jetzt Gott sei Dank noch im Wohnmobil. Meine Schwester kommt in 3 Tagen. Das heißt, wir müssen jetzt sowieso in Valencia warten. Das heißt, ich werde jetzt gucken, ob ich Zuri ersten Tabletten mit ein bisschen Fleisch geben kann. Also ein bisschen Nassfutter, mal gucken, ob sie das isst. Ich hoffe, dass sie das isst. Es sind auch wirklich viele Tabletten, die sie nehmen muss. Aber die haben mir jetzt auch eine richtig hohe Dosis gegeben, um sie jetzt wirklich auf Schmerzen zu befreien. Ich gebe erstmal ein bisschen mit den Pillen für heute Abend. Und danach gebe ich ihr dann nochmal so ein Nassfutter, wo sie dann nicht alles aufessen muss. Fein. Oh, lecker. Oh, lecker, lecker, lecker. Oh. Guten Morgen. Wir haben ganz gut geschlafen, ne, Zuri? Heute Nacht gab es Gewitter. Da hattest du ein bisschen Angst, ne? So, und jetzt kommt die morgendliche Pillendosis. Und dann gehen wir gleich nochmal in das Tiergeschäft und kaufen dir gutes Hundefutter, ne? Weil das im Supermarkt ist es ja super teuer. Und sie bräuchte von diesem Futter 6 Dosen täglich. Das ist ja unglaublich. Ich meine, das muss sie erst essen können, was schon mal echt schwierig ist. Und auf der anderen Seite kostet das dann 12 € am Tag. Also das ist schon sehr, sehr minderwertiges Futter. Deshalb hoffe ich mal, dass es im Tiergeschäft heute ein bisschen Besseres gibt. Ja, das erste Mal hat es noch echt gut geklappt, aber dann wurde es echt schwierig, Futter in Zuri reinzukriegen. Ich habe mich dabei richtig ohnmächtig gefühlt, weil ich nicht wusste, wie ich Zuri helfen kann. Ja. Zuri. Essen. Essen. Ja, wir sind mit dem Essen leider nicht so weit gekommen.
Also sie hat angefangen zu essen irgendwann, hat dann so 2 Tabletten von den 6, würde ich sagen, gegessen. Dann hat sie aufgejault und dann war es das. Das Essen jetzt in den Kühlschrank gestellt. Ist halt schwierig, weil 2 der Tabletten im 12-Stunden-Rhythmus gegeben werden müssen. Und jetzt haben wir schon 11. Ich werde das Einkaufen fahren. Vielleicht kann ich irgendwie Leberwurst oder irgendwas kaufen, dass ich Tabletten da wenigstens raussammle und ihr dann irgendwie so gebe. Aber es wird richtig schwer, ihr das irgendwie zu füttern, solange zumindest die Schmerzmittel nicht so anschlagen, dass sie ganz normal wieder essen kann, weil sonst wird es echt schwer, die Kalorien in sie reinzukriegen. Wir sind dann am Campingplatz angekommen. Ich war vorhin noch in 2 Tiergeschäften und habe jetzt nochmal Nassfutter für Zuri gekauft. Für so 10 Tage hat das, glaube ich, 100 € gekostet. Aber ich hoffe, dass sie das Nassfutter jetzt isst. Sie hat auf jeden Fall jetzt die Portion von heute Morgen gegessen. Wir haben jetzt 3 Uhr. Das heißt, dass die 2 Tabletten von heute Morgen angeschlagen haben. Und jetzt hat sie quasi den Rest von heute Morgen gegessen. Jetzt muss ich natürlich die Tabletten heute Abend aussetzen, weil es keine 12 Stunden sind. Aber ich hoffe trotzdem, dass sie morgen früh dann direkt als erstes die Tabletten nehmen kann. Und ansonsten bin ich jetzt hier mit Sonja, einer Freundin aus meinem Masterstudiengang. Die ist mich auch gerade in Spanien. Und wir haben uns jetzt hier noch für 2 Tage auf dem Campingplatz verabredet, bis meine Schwester kommt. Das heißt, jetzt können wir auch mal ein bisschen entspannte Zeit zusammen haben. Und das wird, glaube ich, auch ganz schön. Es hat richtig gut getan, emotionalen Support vor Ort zu kriegen. Zuri und ich mussten ja eine Woche bis zu ihrem CT-Termin überbrücken. Und um in der Zwischenzeit auch noch etwas Schönes zu erleben, wollten wir uns Valencia mit dem Fahrrad angucken. Leider setzte sich das Pleiten, Pech und Pannen dieser Reise fort und mein Fahrrad hatte einen Platten. Also wie man sieht, musste ich noch nie einen Reifen wechseln. Jetzt habe ich es geschafft. Aha. Das schneiden wir raus. Oh ja, ein bisschen Reifenwasser. Es war richtig schön zu sehen, wie Zuri wieder anfing zu spielen, weil ihre Schmerzmittel anfingen zu wirken. Es stand einem schönen Tag in Valencia also nichts mehr entgegen. Es sind 8 Kilometer für direkter Fahrradweg nach Valencia. Hier ist der ehemalige Flussbett vom Rio Turia und da ist jetzt Park und öffentliche Fußballplätze, also was, da fahren wir jetzt mal durch. Weil das Flussbett umgeleitet wurde. Nein, der Fluss wurde umgeleitet. Umgeleitet wurde, aber warum? Wissen wir nicht. Aber es ist auf jeden Fall jetzt sehr viel Freifläche entstanden. Ja, sehr, sehr Die viel. gut genutzt zu sein scheint. Okay. Also in den 50er Jahren gab es immer wieder Überschwemmungen in Valencia, weshalb der Fluss dann, wie Sonja schon gesagt hat, umgeleitet wurde. Und das ausgetrocknete Flussbett wurde zum Park und der ist etwa 9 Kilometer lang und damit einer der größten innerstädtischen Parks Europas. Und im Park gibt es allerlei, also es gibt Radwege, Fußballfelder, Skulpturen, Gärten, es gibt sogar einen botanischen Garten und extrem viele Bereiche, wo man einfach entspannen kann oder sogar für Konzerte und Festivals. So, wir fahren jetzt zu einem veganen Restaurant. Ich bin schon sehr gespannt, wie die veganen Optionen hier so aussehen. Bisher ist Spanien ja sehr fleischlastig gewesen, aber ich denke, in Valencia müsste es gute Optionen geben. – 26 Grad, wow. Das um 8 Uhr abends. Wir haben jetzt unseren perfekten Parkplatz gefunden und unseren perfekten Tisch. Und es soll sehr lecker sein. Wir haben schon direkt eine Empfehlung bekommen von diesen Nachbarn von uns. 2 unserer 3 Essen sind schon gekommen. Ich glaube, das sind die Gyozas, oder? Aber sehr klein. Und der russische vegane Salat. Mal gucken, wie es schmeckt. Aber die Portionen sind etwas kleiner, als wir erwartet haben. Vielleicht müssen wir noch ein zweites Abendessen haben. Das Essen war zwar sehr lecker, aber wir zogen dennoch hungrig von dannen und mussten uns ein weiteres Restaurant suchen. Wir sind jetzt hier in der Markthalle und wir haben jetzt ein schönes Bio-Restaurant gefunden, was auch vegane Gerichte hat. Und eine, was heißt das nochmal? Valencia? Agua de Valencia. Das ist mit Orangensaft, Wodka und Sekt. Wir haben eine Karaffe bestellt, aber wie man sehen kann, ist sie doch etwas klein geraten. Für 19 €. Aber dafür geht das Essen von der Menge her. Also wir werden auf jeden Fall jetzt satt. Und Zuri ist auch schon ganz hungrig. Freut sich schon auf ihr Abendessen später, ne Zuri? Ja.
Hallo. Ja, Sonja und Matthias sind jetzt nach Hause gefahren. Mich kommt heute meine Schwester besuchen. Die bleibt dann den Rest der Zeit bei uns und wird den Van weiterfahren. Was halt super praktisch ist, wenn sie so ein bisschen bei uns in der Gegend bleibt, weil dann kann sie mich immer mal wieder versorgen mit irgendwie Essen oder falls die Medikamente ausgehen für Zuri. Und es wird die Reise also sehr viel entspannter machen. Jetzt sowieso, wie es mit Zuri geht, ob ich überhaupt so viel mit ihr fahren kann. Und genau, um das alles so flexibler zu gestalten, wird sie jetzt quasi mit dem Campervan immer in unserer Nähe bleiben. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, ein bisschen familiäre Unterstützung zu kriegen. Ich wollte euch jetzt nur mal vorher kurz zeigen, was Zuri mittlerweile alles an Sachen zu essen bekommt. Und zwar haben wir jetzt hier ihr Abendessen. Ich hoffe, dass sie das direkt isst. Zuri? Guck mal, was für eine riesen Portion du da hast. Yum, yum, yum. Ich habe versucht, Zuri alles zu geben, was ihr Immunsystem stärken könnte. Ich habe ein Hundekrebsbuch dazu auch gelesen und ihr dann Bitterliebe-Kapseln gegeben, Sardinenöl, Kokosöl, Leinsamenöl und das hochwertigste Nassfutter, was ich halt gefunden habe. Und dann natürlich auch Schmerzmittel, die sie halt von der Klinik bekommen hat, also Paracetamol, Onsior, Amantadin und Lyrica. Ich hoffe, dass da überall gute Stoffe drin sind, die ihr Immunsystem weiter stärken und die Schmerzmittel halt, dass es ihr das Leben ein bisschen leichter macht, dass wir noch eine gute Zeit hier in Spanien haben. Ich wollte mich auch nochmal herzlich bei euch bedanken für die krasse Unterstützung. Also ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet. Ich habe ja vor 24 Stunden die Unterstützungsseite ins Leben gerufen. Ich wollte euch das mal zeigen, dass innerhalb von 24 Stunden 620 € schon zusammengekommen sind. Das ist einfach eine riesen Unterstützung und Hilfe. Und ja, ich wollte mich bei euch allen dafür bedanken, dass ihr das überhaupt möglich macht, dass Zuri jetzt in einer kritischen Lebensphase die beste Unterstützung bekommt, die sie kriegen kann. Und das ist auf jeden Fall auch durch euch erst möglich geworden. Also vielen Dank. Die Zuri sagt auch Danke, ne? Du sagst auch Danke, ja. Zuri. Ja. Die süße Maus. Hoffen wir, dass sie noch lange mit uns bleibt, noch viele Abenteuer mit uns erlebt, Baby? Ja, du, mein Schatz. Nach Zuris CT machen wir uns in Folge 6 auf Richtung Norden, in unser letztes gemeinsames Abenteuer. Es passiert direkt so viel. Der Jakobsweg startet abenteuerlich, denn wir müssen über eine Planke auf ein kleines Boot, wir überfahren einen Riesenhaken und wir verpassen die letzte Fähre nach Santander. Bis zum nächsten Video.